Wie kommt denn der Begriff Holobiont von der Verwendung in der Biologie zu seiner Bedeutung in den Geisteswissenschaften? Der Hauptakteur in diesem Feld ist eigentlich Scott Gilbert. Scott Gilbert hat einen Text geschrieben, noch zusammen mit zwei anderen Autoren, der hieß We Have Never Been Individuals. In diesem Text deklinieren sie eigentlich auf biologischer Ebene und dann auch so zum ersten Mal auf, sage ich mal, in einer eher philosophischen Ebene durch, in welchen Stadien eigentlich deutlich ist, dass wir eben nicht keine abgrenzbaren Organismen sind, die irgendwo in eine Welt gestellt werden, sondern dass wir eigentlich immer schon in einen Verbund von Mikroorganismen eigentlich hineingeboren werden. Die beiden oder die drei Autoren von dem Text münzen das sehr, sehr stark auf den Menschen, weil ich glaube, ihnen allen dreien bewusst ist, dass das quasi die Spezies ist, die sie überzeugen müssen, dass sie eben nicht diese abgegrenzten Individuen sind und dass sie nicht quasi Kultur sind und Natur irgendwie da außen ist und nichts mit uns zu tun hat, sondern dass es eigentlich so eine sehr, sehr starke Verflechtung gibt. Ich habe das so, es ist so ein Scharniertext genannt, irgendwie so ein Text, der eigentlich so zwischen eigentlich diesen biologischen Erkenntnissen und Naturwissenschaft und aber auf der anderen Seite hin so die Tür aufmacht für eine andere Verwendungsweise, also in den Kulturwissenschaften, in Philosophie und so weiter. We are not merely the products of the fertilized egg, whereas human beings, we have an equal number of microbes that are in our body, and that not only are in our body, they are physiologically important in our body. They are helping to regulate the nervous system, the endocrine system, so they have a role, they have a function, and they are typical body cells in that way, although they are from the outside. More interesting to me as a developmental biologist is that these microbes help us to develop. Without microbes, we do not develop the capillaries of our gut, the capillaries that bring blood from the intestines to the rest of the body. Similarly, in insects, we find that the symbionts play a major role in the physiology and their development as well. Without certain microbes, certain insects do not survive. In plants are full of microbes and they use them for interesting reasons. For instance, the beauty of the orchid depends on a fungus. The orchid seed is so small that it can't germinate. It needs nutrients from the fungus to germinate. I think that there are so many ramifications of thinking of ourselves not as merely the product of the fertilized egg, but as part of the earth, as part of the other organisms. Philosophie im klassischen humanistischen Sinne ist erstmal ja auch humanistisch. Das heißt, es geht in erster Linie um menschliche Daseinsformen und Reflexionen in Zusammenspiel mit möglicherweise der Umwelt, aber eben, deshalb heißt es eben auch Humanwissenschaften oder Humanities auf Englisch. Das heißt, der Mensch steht im Vordergrund und das eben auch in einer sehr anthropozentrischen Form. Da gibt es natürlich auch die Darstellung der Vinci, also auch der vitruvianische Mensch, ja, also wo eben die Prinzipien einer idealen, sag ich mal, Proportionsgewichtung übertragbar ist von dem menschlichen Körper auf Architektur, auf den Kosmos, auf alles, was den Menschen umgibt, aber mit einer relativ numeralistischen Ästhetik, sprich eben auf diese mesoskopische Blase projiziert, die der Mensch eben als Ausgangspunkt der Reflexion ist. Now I begin with the dog of perfect proportions, the Vitruvian dog. As all of you are clearly aware by the incidence of laughter in the room, the man of perfect proportions, the Vitruvian man, Leonardo da Vinci's humanistic version of the Fibonacci series, the embodiment of genius, art, science, and money in what we are pleased to call early modern Europe.
or the Renaissance, or that moment of the birth of modern humanism. In a form which has been fully appropriated in techno-humanism. You can't attend a conference still or read an important publication in contemporary genomics or proteomics without seeing a small and potent set of artists, which include Michelangelo, Leonardo, and Vesalius, and maybe Picasso, by courtesy. Der Homo sapiens ist nicht der Gipfel des Fortschritts. Man kann die Evolutionsgeschichte nicht ausgewogen betrachten, wenn man sie nur als Vorbereitung für den Menschen ansieht. Wir sind Rekombinationen der Stoffwechselprozesse von Bakterienformen, die während der Akkumulation von Luftsauerstoff vor etwa 2000 Millionen Jahren entstanden sind. Überreste von Bakterien teilen sich als Mitochondrien in den kernhaltigen Zellen des Menschen, während diese Zeilen gehört werden. Es mag ein Schlag für unser Ego sein, aber wir sind nicht die Herren des Lebens, die auf der letzten Sprosse der Evolutionsleiter stehen. Wir haben die Gentechnik nicht erfunden. Wir haben uns in die Lebenszyklen von Bakterien eingemischt, die schon seit geraumer Zeit von sich aus Gene austauschen und vervielfältigen. Wir haben nicht den Ackerbau oder die Fortbewegung zu Pferde erfunden, sondern wir haben uns in die Lebenszyklen von Pflanzen und Tieren eingemischt, die sich parallel zu uns vermehrt haben. Und dann wird der Begriff von Donna Haraway aufgenommen und in diesem sehr bekannten Buch von ihr, Staying with the Trouble, gibt es mehrere Kapitel dazu, wo sie auch über den Margulis schreibt und wo es für sie auch um diesen Begriff der Symbiogenese, also des gemeinsamen Werdens geht. Und der Begriff Holobiont, aber auch Symbiogenese trifft eigentlich voll auf das zu, was Haraway quasi ihre ganze Karriere schon gemacht hat. Nichts macht sich selbst. Nichts ist wirklich selbstorganisierend. Die Arbeit Endosymbiosis gibt einen Hinweis darauf, wie das Mitwerden von Lebewesen vonstatten geht. Der unwiderstehliche Drang, einander zu umfassen und zu umschließen, in dem vielleicht sinnlich molekulare Neugierde und zweifellos unstillbarer Hunger sichtbar werden, ist der vitale Antrieb des Lebens und Sterbens auf der Erde. Lebewesen interpenetrieren einander, winden sich um und durcheinander. Sie verdauen einander zum Teil und assimilieren einander zu anderen Teilen. Ein anderes Wort für diese Entitäten ist Holobionten. Margulis Auffassung vom Leben fußte darauf, dass neue Arten von Zellen, Geweben, Organen und Spezies in erster Linie durch langanhaltende Intimität unter Fremden entstehen. Mein Gefühl ist, dass Margulis tief in ihrem Herzen davon überzeugt war, dass Bakterien schon alles getan hatten und für sogenannte biologische Einheiten höherer Ordnung nicht mehr viel zu erfinden geblieben war. Und dann gibt es natürlich so schöne Ausdrücke, wie Margulis sagt, so dass Symbiogenese oder auch Endosymbiose the intimacy of strangers ist. Also das heißt natürlich die Intimität von Fremden und das ist alles natürlich Konzepte von den Margulis, die Donna Haraway aufnimmt, um natürlich, und Donna Haraways Ziel, und das ist vielleicht auch gar nicht so weit weg von dem Ziel von Latour, der den Begriff dann auch später verwendet, ist eigentlich eine neue Geschichte zu erzählen, wie wir uns selbst als Menschen verstehen können und wo wir uns selbst verorten können auf diesem Planeten. Also es geht eigentlich um eine neue Erzählung und da geht es nicht nur um eine neue Riesenerzählung, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Darwinsche Evolutionstheorie, sondern es geht hier um ganz, ganz viele Geschichten, die wir darüber erzählen können, wer wir sind, mit wem wir werden, was genau mit was verbunden ist. Es gibt so ein schönes Zitat von ihr, dass man eben nicht sagen, oder alles ist mit allem verbunden, kann man sagen, aber das erlaubt halt kein Fragen mehr. Also wenn ich sage, alles ist mit allem verbunden, dann
ist es das Ende der Geschichte. Aber wenn ich frage, was ist denn genau mit was verbunden, dann kann ich quasi eine Geschichte erzählen. Und das erlaubt uns dann wiederum, uns selbst als Menschen anderes zu verorten und vielleicht auch anzufangen, anders mit dem umzugehen, in dem wir uns verorten. Anderen Dingen Wert zuzuschreiben. Gewisse Dinge, um gewisse Dinge zu trauern vielleicht, die es nicht mehr gibt, weil sie ausgerottet worden sind oder weil sie durch andere Ereignisse irgendwie nicht mehr auf dem Planeten sind. Es geht darum, Dinge zu schützen, weil man sie als wertvoll erhält. Es geht darum, gewisse Dinge zu lernen, von denen man die ganze Zeit dachte, das brauchen wir gar nicht wissen. Und dieses neue Verständnis oder andere Verständnis davon, in der Welt zu sein oder sich auch selbst anders zu verstehen, nämlich als etwas, immer schon in Verbindung ist, was immer schon abhängig ist. Diese Idee der Abhängigkeit eigentlich, dass man eben nicht dieses hervorstehende Individuum ist, was irgendwie in die Welt geworfen ist, wie von manchen PhilosophInnen behauptet, sondern dass es eigentlich immer schon Abhängigkeit gibt. Das ist natürlich mit dem Holobiont auf biologischer Ebene evident und kann bezeichnet werden, aber es gibt natürlich noch unfassbar viele andere Arten und Weisen, in denen man das lesen kann und in denen man auch Verbindungen und Abhängigkeiten wieder neu bewerten kann. Die Art und Weise, wie wir in den letzten 250 Jahren mit unserer Lebensgrundlage umgegangen sind, lässt eigentlich den Schluss zu, dass ein großer Teil der Menschheit so tun würde, als könnte er den Planeten jederzeit verlassen. Als hätte das eigentlich alles gar nicht so richtig mit uns zu tun. Und Donna Haraway hat in einem anderen Kontext im Cyborg-Manifesto nämlich das eigentlich für eine Art und Weise der Theoriebildung das Idiom quasi erfunden, aber das lässt sich wunderbar, finde ich, auch auf diese Situation übertragen. Das ist nämlich der God's Eye View from Nowhere, also das ist der göttliche Blick aus dem Nichts. Also das heißt quasi eigentlich ist man so eine unverortete, ein paar Zentimeter über den Boden schwebende Entität, die quasi hier die ganze Zeit rumwurstelt, aber sonst mit dieser ganzen Sache eigentlich nichts zu tun hat. Und Critical Zone, also die Ausstellung im ZKM und mit Bruno Latour, aber auch das, was quasi Haraway mit Symbiogenese, mit Companion Species, mit dem Staying with the Trouble, auch Anna Tsing, wofür sie eigentlich argumentieren, ist eigentlich diese radikale Eingebundenheit. Also dass man eben nicht, dass man immer irgendwo steht, dass man immer eine eigene Geschichte hat, dass man immer verstrickt ist in soziale, ökonomische, kulturelle, natürliche, was auch immer Abhängigkeiten und dass uns eigentlich dieser God's Eye View from Nowhere, dass der uns eigentlich ein komplett falsches Bild oder eine komplett falsche Sicht eigentlich vermittelt auf das, was tatsächlich eigentlich um uns herum stattfindet und inwieweit es quasi uns selbst auch betrifft.